Hallo und herzlich willkommen. Wir präsentieren Ihnen heute Highlights aus der Mess- und Prüftechnik unserer Premium-Marke Fluke. Mein Name ist Jörg Scholl, ich bin Vertriebsleiter bei Datatec und heute darf ich als Technikexperten Herrn Kevin Krauser von Fluke begrüßen. Hallo, heute habe ich Ihnen unsere Schallkamera aus der II-Serie mitgebracht. Einsteigen tun wir bei der II500, die dafür da ist, um einfach in Druckluftsystemen unter anderem Druckluftleckagen sichtbar zu machen. Die zweite Kamera ist unsere II905, die zusätzlich eine Qualifizierung der Druckluftleckage macht und beim Abspeichern des Bildes eben ein Forecast gibt über den Verlust pro Liter in Minute, sowie eben auch, wenn ich meine Betriebsvariablen der Stromkosten eingegeben habe, dann auch eben die Kilowattstunden in Euros, was ich Einsparpotenzial im Jahr habe. Die II915 setzt zu diesem DQ-Modus, der bei der 905er zur Verfügung steht, noch einen sogenannten PDQ-Modus hinzu. PDQ steht für Particle Discharge, sprich für Teilentladung, um diese eben sichtbar zu machen. Diese kommen häufig vor in Hochspannungsanlagen oder zum Beispiel auch in Transformatoren an Anschlüssen. Zusätzlich dazu bietet die II915 auch den sogenannten MECQ-Modus, um eben mechanische Abnormalien in Fördersystemen zu zeigen, wenn zum Beispiel mal ein Lager trocken läuft oder irgendwelche Vibrationen zum Beispiel vorherrschen. Technologisch gesehen, was machen wir hier an der Stelle? Hierzu zeige ich Ihnen einmal die Kamera von vorne. Hier haben wir eine Trägerplatte, hier vorne montiert mit 64 asynchron montierten Mikrofonen. Um das Ganze danach auch zu visualisieren, ist zentriert in der Trägerplatte eine Kamera, damit wir das eben auch bildlich darstellen können. Zur Bedienung an sich selber, wenn wir sie hier ganz einfach haben, sehen Sie, wir haben einmal hier, damit die Kamera nicht runterfällt, einmal die Möglichkeit, die Handschlaufe zu machen. Und zur Bedienung ist es sehr einfach. Wir haben hier den Ein- und Ausschalter und wir haben auf der anderen Seite die Möglichkeit, die Situation eben festzuhalten. Entweder als Bild, als Kurzvideo oder eben über die bereits angesprochenen Modis. Und die möchte ich Ihnen jetzt gerne nochmal im Detail erklären. Wie bereits angesprochen, haben wir hier auf der rechten Seite im Display noch unsere Auswahlskala. Zum Hintergrund, warum wir die hier haben, ist ganz einfach. Eine klassische Druckluftleckage ist ungefähr in einem für uns nicht mehr hörbaren Frequenzbereich von 19 kHz. Hier würde ich empfehlen, immer zu starten, um die Leckage zu suchen. Wie man schön sieht, unten diese gelben Ausschläge sind die Umgebungsgeräusche, die wir uns hier mit dem gelben Kästchen entsprechend als Messbereich voreinstellen und uns eben ganz genau spezifisch nur auf diesen Bereich fokussieren akustisch. Aus diesem Grund ist es dann nachher auch wichtig, wenn ich eine Leckage geortet habe, dass ich dann eben mich zur Leckage bewege und meinen Messbereich anpasse, um die Leckage auch wirklich nachher darstellen zu können. Zu den Modis, die wir vorher schon angesprochen haben, kann ich hierzu einmal in die linke Seite des Bildschirms klicken und finde hier oben unter dem Bild die verschiedenen Modis zur Auswahl. Wie bereits angesprochen, kann ich einfach nur ein Bild machen, ein kurzes Video. Dann haben wir den Leak-Q-Modus, der mir dazu hilft, um eben die Druckluftleckage zu qualifizieren und auch den Forecast zu geben, wie viel Einsparpotenzial ich hierbei habe. Dann den PDQ-Modus für die Teilentladung zu sehen, um eben diese zu quantifizieren, die Teilentladung, sowie den MECQ-Modus, um eben mechanische Abnormalien in den Fördersystemen darzustellen. Neu hinzugekommen ist der sogenannte Beacon-Modus. Die Soundbeacon SB140 ist optional erhältlich und dient zum Beispiel für Dichtigkeitsprüfungen an Fahrzeugkabinen, an Flugzeugkabinen. Hier hat man sehr viele Möglichkeiten, auf Dichtigkeit zu prüfen, um eben aus dieser Schallquelle zu sehen, ob die Dichtung oder die Verschweißung zum Beispiel in Ordnung ist. Weitere Einstellungsmöglichkeiten hier unten über den Einstellungsbutton, wo ich hier zum Beispiel die Betriebsvariablen eingehe, eben für meine Druckluftkosten, sprich Druck, Energiekosten und wie lange läuft die Anlage, damit die Kamera eine Aussage treffen kann. Zu guter Letzt habe ich im Speicher hier auch die Möglichkeit, auf meine Bilder zuzugreifen, Notizen mit hinzuzufügen, entweder per Text oder eben auch per Foto, weil die Kamera haben wir ja schon da. Und wie man jetzt hier in meinem Beispielbild sieht,
Ja, hier haben wir eine sehr geringfügige Leckage, haben wir hier einmal den sogenannten Leak-Q-Rahmen, der bewertet wird von 1 bis 10. Und wenn wir die Situation festgehalten haben, anhand der Betriebsvariablen wird mir einmal dargestellt, wie viel Einsparpotenzial ich aufs Jahr gesehen habe, genauso wie viel Liter pro Minute ich hier Verlust habe. Das Ganze kann nachher über die kostenfreie Fluke Connect Desktop-App zur Berichterstellung gebracht werden oder eben auch über unser kostenfreies Online-Tool. Und dann werden eben alle Daten angegeben, die benötigt werden, gerade in Bezug auf die Druckluft, klar, die Kosten aufs Jahr gesehen. Und wir können hier auch einen Forecast abgeben, wie viel CO2 wir die Möglichkeit haben, hierbei einzusparen. Wie gesagt, aufs Jahr gesehen. Herzlichen Dank. Mein Datatec-Team und ich beraten Sie gerne, bei Ihnen vor Ort oder telefonisch. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie gerne ein Like da und abonnieren Sie den Kanal. Vielen Dank. Tschüss.